Mein erster Gast ist mit vielen Talenten gesegnet. Eigentlich wollte er Fußballspieler werden. Als es damit nichts wird, tauscht er die Fußballschuhe gegen das Mic. Und heute ist er einer der erfolgreichsten Rapper der Szene. Ich freue mich sehr, dass er im Basement Café ist. Herzlich willkommen, Casey Rebel. Mein zweiter Gast ist schon seit einer halben Ewigkeit in der Szene. Er schafft es wie kaum ein anderer, sich immer wieder neu zu erfinden. Heute bildet er zusammen mit Casey Rebel das Tag-Team der Deutschrap-Szene. Ich freue mich sehr, dass er heute im Basement Café ist. Herzlich willkommen, Summer Jam. Allererste Folge, Basement Café, gleich große Gäste am Start. Vielen Dank, dass ihr da seid, Casey, Summer. Alles gut bei euch? Hallo, alles gut, danke schön. Dankeschön, bei dir? Alles bestens. Ich erkläre es einmal ganz kurz. Das ist ein Format, das kommt ursprünglich aus Italien. 2 Staffeln gab es das schon, mega erfolgreich. Jetzt haben wir die Möglichkeit, durch Lavazza bekommen, das Ganze auch in Deutschland zu machen mit 16 Bars. Das heißt, wir gucken uns hier gleich Filme an. Das sind einfach kurze Filmszenen, kennt ihr wahrscheinlich auch. Und anhand dieser Szenen versuchen wir dann einfach ein lockeres, entspanntes Gespräch aufzubauen. Also es muss jetzt gar nicht diese krasse Interviewsituation sein. Kommen wir doch direkt zum ersten Film. Doch an Jenny. Ich habe sehr oft an sie gedacht. Forrest Gump. So laufen Sie! Laufen Sie für den Weltfrieden? Laufen Sie für die Obdachlosen? Laufen Sie für die Rechte der Frauen? Oder für die Umwelt? Oder für die Tierwelt? Warum tun Sie das? Ich hatte einfach Lust zu laufen. Sie sind? Ich kann es kaum fassen, Sie sind's wirklich. Und dann, ohne irgendeinen Grund, gab es Leute, die sahen einen Sinn in dem, was ich tat. Es war, als wäre mir plötzlich ein Licht aufgegangen. Ich sagte mir, der Mann hat seine 5 Sinne beieinander. Endlich jemand, der weiß, wo es lang geht. Endlich jemand, der die Antwort kennt. Kennt ihr beide, oder? Du kennst den Film, aber nicht so. Findest du den? Also ist die Rolle seines Lebens, ne? Heftiger Film. Feierst du Filme? Du auch? Auf jeden Fall, krasser Film. Ich war, glaube ich, auch im Kino. Jetzt läuft er da ja relativ ziellos, planlos durch Amerika. Ihr seid heute, glaube ich, übertreibe ich nicht, 2 der erfolgreichsten Rapper in Deutschland. Aber könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, wo ihr am Struggeln, am Hustlen wart, wo ihr richtige Durststrecken hattet und nicht wusstet, wie es mal endet? Safe. Also wir haben ja angefangen in einer Zeit, wo das nicht selbstverständlich war, dass man überhaupt davon leben konnte. Jetzt mittlerweile gibt es Newcomer, die quasi anfangen und direkt schon hohe Vorschüsse haben und so. Und ich denke, man geht etwas anders an die Sache heran, wenn man weiß, so, da ist vielleicht gar kein Geld, da ist vielleicht nichts zu holen. Man hat vielleicht eine andere Liebe, was jetzt nicht heißen muss, dass andere Newcomer jetzt nicht keine Liebe dazu haben. Aber man muss auf jeden Fall hartnäckiger sein und an die Sache glauben und vielleicht auch ein paar Mal ins Leere laufen. Aber gab es bei jemandem einen Punkt, wo du kurz davor warst zu sagen, ey, fuck it, das funktioniert nicht? Nee, weil bei mir hat es auch ganz früh ganz gut funktioniert, bis heute hin. Deswegen kann ich mich eigentlich glücklich schätzen. Aber es war jetzt nie so, sondern eher so immer Stück für Stück für Stück. Und dann hält sich das jetzt so über Jahre und dafür sind wir, denke ich, sehr, sehr dankbar. Du bist ja auch schon ewig lange dabei, hast mit vielen Künstlern zusammengearbeitet, hast dich immer wieder neu erfunden. Hast du den Punkt, an dem du heute bist, kommen sehen? Also war das für dich klar, dass du irgendwann mal diesen Level erreichst? Das kannst du gar nicht. Dieses Level. Dankeschön. Das kannst du gar nicht kommen sehen, glaube ich. Das war zu der Zeit nicht möglich, weil die Umstände waren ganz anders. Du hast zum einen kein Streaming gehabt. Gerade wo wir angefangen haben, war Downloads war so ein Riesenproblem. Und ich habe Leute, mit denen ich Musik gemacht habe, die haben quasi in der schlechtesten Zeit angefangen, Musik zu machen, da wo gerade die Majors nichts mehr zahlen wollten. Und da wo, sage ich mal, es im Musikbereich nicht viel zu holen gab, weil es halt Probleme gab wegen diesen Download-Geschichten und so. Und die dann aber auch aufgehört haben, kurz bevor diese Phase jetzt begangen hat, wo Leute, keine Ahnung, einen Song machen und, weiß ich nicht, sich schon teilweise absichern können vielleicht. Ist es so krass inzwischen? Es gibt schon Leute, wenn du einen krassen Hit hast, ist ein Hit halt. Und du kriegst dann halt auch Kohle dafür. Du hast ja auch eben angesprochen, es gibt halt heutzutage Leute, die haben gar nicht lange gehustelt oder gestruggelt, sind einfach von heute auf morgen in der Szene.
auch ein bisschen Neid manchmal, dass es bei euch nicht so leicht war in der Anfangszeit? Oder gönnt ihr denen das, dass es heute so easy geht? Nee, ach Quatsch, Bruder, ich sag nur, wie es ist. Also im Endeffekt so wie, wer das wie macht. Eigentlich juckt es uns gar nicht so krass. Wir achten da schon ein bisschen mehr so immer auf unsere eigenen Sachen. Ich sag nur, wie es ist halt. Es gibt halt schon krasse Rap-Legenden, die einfach gar nicht so richtig Cash mitnehmen konnten aus dieser ganzen Geschichte. Genau, die viel aufgegeben haben auch. Weißt du, so Namen, die vielleicht für die Szene oder für die Rap-Szene vielleicht wertvoller sind, wie 1, 2 Newcomer, die jetzt gerade mal 2 Songs draußen haben, aber die halt im Ansatz nicht dieses Cash verdienen konnten, weil wir jetzt über Struggle geredet haben, weißt du? Ja. Und am Anfang hatten wir halt einen anderen Struggle, um dorthin zu kommen. Aber Gott sei Dank, wir sind dankbar für alles. Und ich würde auch nicht sagen, dass die neuen Newcomer oder dass jetzt die Musiker überbezahlt sind. Ich würde einfach sagen, dass die davor halt unterbezahlt waren. Genau. Und wenn du zum Beispiel früher einen Künstler gesehen hast, der, was weiß ich, 5000 CDs verkauft hat und dann gesagt hat, ey, weißt du was, ich lass mir mal ein Face-Tattoo machen oder, keine Ahnung, irgendwas auf dem Hals stechen. Der war dann mutiger als jetzt einer, der, keine Ahnung, irgendeinen Hit hat, der durchgeht und der weiß einfach, ich kann Musiker sein und ich mache mir dieses Tattoo und laufe dann mein Leben lang damit rum und ich muss nie wieder in ein Bewerbungsgespräch oder so rein. Der hat es natürlich einfacher gehabt. So. Aber würdet ihr denn sagen, weil wir jetzt über Geld und was man aus Musik rausholen kann, redet, dass es heute fair ist? Weil man ja ganz oft auch hört, dass diese ganzen Streaming-Plattformen, die es gibt, die Künstler im Endeffekt auch ausnehmen, wie es damals vielleicht die Labels getan haben oder heute in Zusammenarbeit mit den Labels eben die Künstler ausnehmen. Seid ihr zufrieden mit dem, was ihr rausbekommt aus den Streams, die ihr generiert? Dadurch, dass wir aus dieser alten Schule kommen, halt, wo es wirklich noch so war, dass du halt für einen Song, glaube ich, nicht so viel Geld verdienen konntest. Ich glaube, du konntest für dich selber als Marke, indem du dich aufbaust, durch Live-Auftritte, durch dein Album, durch was auch immer, aber ich wüsste nicht, welcher Song mir wie viel Geld eingebracht hat von damals. Jetzt könnte ich dir das sagen. Unter 4 Augen. Habt ihr die Formel geknackt? Ja, was heißt Formel geknackt? Ich habe die Abrechnung. Es gab ein Interview mal mit Nipsey Hussle. Feiert ihr den ein bisschen, Nipsey Hussle? Also jetzt ist er leider nicht mehr unter uns. Er hat gesagt, er ist nicht unbedingt ein besserer Rapper als viele, die es nicht geschafft haben. Aber der einzige Unterschied ist, das ist auch das, was du eben schon ein bisschen gesagt hast, er hat einfach nicht aufgegeben. Also auch wenn es scheiße lief, hat er einfach weitergemacht, weil er eben dieses eine Ding der Musik willen gemacht hat und nicht, weil er Cash machen wollte damit. Ist das auch so ein Mindset von euch, dass man, egal wie down man ist, dass man einfach den Kopf nicht in den Sand steckt, dass man immer weitergehen muss? Ja, also du kannst halt auch, entweder bist du halt mit einem gesegneten Talent geboren oder du lernst halt auch über die gesamte Phase. Ist ja auch so ein Competition-Ding, auch so ein bisschen ähnlich wie Forrest Gump. Er ist ja wie so ein kleiner Dummkopf auf die Welt gekommen, mit vielen Nachteilen und so, aber hat dann durch die Erfahrung und durch das ganze Leben so mit der Zeit hat er sich halt selber geschliffen. So, und das kannst du halt auch schon, ob du Fußballer bist, ob du Musiker bist, kannst halt auch sau viel lernen so mit der Zeit. Du sprichst das gerade an mit dem Fußball. Du wolltest ja eigentlich mal Fußballspieler werden. Das ist ja auch ein Punkt als junger Mensch, wo man ein Ziel verfolgt und das dann irgendwann nicht mehr geht. Du hast dann schnell Rap gefunden für dich. Ja. Aber wie hat sich das angefühlt? Kannst du dich erinnern? Ja, ist da nicht eine Welt erstmal zusammengebrochen für dich? Ja, aber ich wurde so relativ schnell aufgefangen, weil ich halt schon eine neue Leidenschaft hatte, für die ich so genauso gebrannt habe, wenn nicht sogar mehr. Das war halt die Mucke. Und das hat sich geschnitten. Ich war so 16, 17, hatte diesen großen Fußballertraum. Der ist dann so ein bisschen geplatzt, so aufgrund von ein paar Sachen, die halt passiert sind. Einfach, weil ich auch ein bisschen zu undiszipliniert war. Und dann habe ich aber direkt schon die Musik gehabt. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt weiter Fußball gespielt hätte, ob mich die Musik nicht trotzdem gecatcht hätte und voll eingenommen hätte, weil irgendwie habe ich zu der Zeit noch mehr dafür gebrannt. Und von daher ist alles gut. Was würdest du sagen, war so die wichtigste Erfahrung, die du in den letzten Jahren gemacht hast? Was hat dich so am meisten geprägt, wo du am meisten gelernt hast? Gab es da eine Situation, irgendeine Phase in den letzten Jahren, die besonders wichtig war für dich? So eine einzelne kann man nicht sagen, aber ich habe irgendwann mal wirklich, bei Endstufe war es auf jeden Fall so, dass ich da schon so sehr, sehr autonom gearbeitet habe und sehr, sehr so nach meinem eigenen Kopf. Was bei den Alben davor so ein bisschen da habe ich mehr im Kollektiv gearbeitet, dass ich so mehr, ich habe einfach meine Arbeitsweise ein bisschen geändert gehabt. Warum? Gab es einen Anlass dafür, dass du das geändert hast? Wir kamen gerade vom Maximum, also von der Maximum-Tour. Und der Sound, den wir da kreiert haben,
das war so für mich auch mein Grundstein, dass ich gesagt habe, okay, aufbauend auf diesem Sound möchte ich mich entwickeln. Das passt mir, hier gehe ich drin auf. Zumal ich sagen muss, wir haben auch vorher schon diesen Sound eigentlich gefahren, aber das haben wir leider in unseren Single-Auswahlen oftmals nicht dann nach vorne getragen, sondern... Warum? Das war das damals meistens nicht so wichtig für euch? Nee, da gab es halt so andere Regeln, die wir so in unserem Kopf hatten. Man muss auch ein bisschen geschäftlich sehen. Ja, das ist ja interessant. Weil die Mucke machst du ja sowieso. Also die 20 Songs, die du gemacht hast, hast du gemacht. Aber die Singles, die du auskoppelst, damit willst du ja auch ein bisschen dein Album promoten. Und ja, auf den Alben hatten wir immer so versteckte Dinger, die hochmodern waren. Aber haben uns dann vielleicht bei der Single-Auswahl vielleicht auf 1, 2 Singles geeinigt, wo wir vielleicht das Gefühl hatten, dass unsere Bass das einfach vielleicht mehr fühlt, weißt du? Ja, klar. Aber das ist interessant, weil er eben meinte, die Regeln waren damals einfach anders. Und wie sind sie heute? Also heute ist es doch völlig... Heute gibt es gar keine Regeln. Gibt keine mehr, ne? Heute gibt es keine Regeln, weil jeder, der jetzt irgendwie was für sich aufstellt, der kann das direkt wieder abschreiben, weil der Markt ist so dynamisch. Alle 3 Monate ändert sich irgendetwas. Auch zum Beispiel Release-Zyklen, Release-Arten, wie release ich einen Song, wie tease ich einen Song an. Ist es gut, mich bedeckt zu halten ein halbes Jahr und dann eine Single zu droppen? Oder ist es gut, keine Ahnung, alle 3 Wochen eine Single zu droppen? Und jeder hat da für sich selber seine Formel. Und ich würde keinem sagen, okay, das ist richtig oder das ist falsch, weil das gibt's halt einfach nicht. Aber hat sich weil du die Bass eben angesprochen hast, die man davor immer bedienen wollte, hat sich das dann geändert bei euch im Laufe der Zeit? Je mehr Hits ihr gehabt habt, dass sich da die Fans dann auch ein bisschen... Nee, aber du hast ja auch ein bisschen so eine Aufgabe, dass du auch die gesamte Szene und auch deine Hörerschaft ein bisschen coachst. Ja. Und auch auf den Sound einstellst, der auch vielleicht neu da ist, neue Einflüsse einbringst. Und heute sind die Leute halt offener, auch jetzt wegen ganzen Social Media, wegen den ganzen Social Media und so. Du bist viel näher auch an dem aktuellen Musikmarkt, der auf der gesamten Welt einfach am Start ist und nicht nur in Deutschland. Das heißt, wenn jetzt damals zum Beispiel irgendein cooler neuer Wind aus Amerika kam, hat es vielleicht 2 Jahre gedauert, bis es hier ist. Und heute dauert es halt keine 2 Jahre mehr, sondern einfach nur 2 Wochen. Und das merkst du einfach daran, dass vielleicht irgendjemand eine Single gerade droppt in Amerika und eine Woche später gibt es sie auf Deutsch. So, weißt du, ganz verrückt. Oder auch andersrum jetzt. Ne? Ich hab gerade gesehen, dass Quavo jetzt gerade Bowser gecovert hat. So, das ist ja, genau. Und das spricht ja auch zum Beispiel für sich, so, dass einfach auch die Künstler hier auch auf dem Stand arbeiten können. Dass, also, manchmal höre ich mir auch so, keine Ahnung, irgendein neues Ami-Album hören wir uns an und dann wissen wir so, wir arbeiten sogar an manchen Ecken und Kanten ein bisschen abgewichster wie die. So, weißt du, also es muss nicht heißen, dass jetzt hier immer hinterherhinkt. So, das ist es gar nicht. Ihr seid beide, wie gesagt, schon lange dabei. Findet ihr, dass Rap war ja wahrscheinlich, oder war 100%ig zu eurer Anfangszeit nicht so Mainstream, wie es heute ist. Hat es das Standing in der Öffentlichkeit, wie es es verdient hat, eurer Meinung nach, oder wird es immer noch zu sehr belächelt? Ich glaube nicht, dass es einer noch belächelt. Wenn er es belächelt, so, dann weiß ich nicht, hat es auf jeden Fall keinen Grund, das zu belächeln, weil wir sitzen heutzutage mit den größten Firmen, wir sitzen heutzutage mit den größten, also bei uns wird nicht mehr, wenn wir mit einem Label reden, dann wird uns nicht irgendein Praktikant geschickt, sondern dann sitzen wir auch mit den mit den höchsten Leuten und ich glaube, wir sind schon da angekommen, wo wir auch hingehören, weil wenn du dir auch heutzutage alles, was ich, auch wenn ich zum Beispiel Werbemusik höre, ich höre das dann, da ist einfach ein Hip-Hop-Beat, liegt dann da drunter. Und wenn ich irgendwas anderes... Wie findest du das? Ich finde das gut. Ja? Krank. Hammer. Ich bin nicht so der Typ, der sagt, nee, das ist unsere Kultur und keiner darf da dran und das dürfen nur die Dings und die Musik, die ich höre, die darf nur ich hören und kein anderer. Ich finde dieses Hängengebliebene, das hatten wir jahrelang. Mhm. Dass wenn eine Sache abgeht, die dann nicht mehr cool ist. Aber das finde ich ist total, das ist sehr kindisch so. Alright, dann würde ich sagen, gucken wir den zweiten Film. Herrgott, noch mal, eine ganze Generation zapft Benzin, räumt Tische ab, schuftet als Schreibtischsklave. Durch die Werbung sind wir heiß auf Klamotten und Autos, machen Jobs, die wir hassen, kaufen dann Scheiße, die wir nicht brauchen. Wir wurden durch das Fernsehen aufgezogen in dem Glauben, dass wir alle irgendwann mal Millionäre werden, Filmgötter, Rockstars. Werden wir aber nicht.
Und das wird uns langsam klar. Und wir sind kurz, ganz kurz vorm Ausrasten. Kennt ihr, ne? Ja, krasser Film. Könnt ihr euch erinnern, wie ihr als Kinder auf die Welt geguckt habt? Ich habe ich hab einen Cousin, der Kemal, ne? Und da sind diese wie heißen diese Freunde? Ja, Poesiebilder, diese Bücher, wo man dann so, wie heißt du, Sternzeichen und was willst du später mal werden und so weiter und so fort. Steckbriefe, oder wie das heißt. Genau. Und bei mir stand da schon ganz früh Musiker, prominent und anscheinend keiner. VIP-Millionär. VIP-Millionär, iced out. Nee, so krass nicht, aber anscheinend hat man vielleicht so ein bisschen das eigene Potenzial vielleicht so ein bisschen in der Pisse. Ne? Dass man schon vorher so ein bisschen weiß, so in welche Richtung das gehen könnte. Aber ich war ziemlich blau hinter den Ohren. Also, aber hattest du das Gefühl, dass die Karten quasi fair gemischt werden? Also dass du die gleichen Möglichkeiten hast wie vielleicht Leute um dich herum, Leute aus anderen Stadtteilen, dass du in dieser Welt auf jeden Fall werden kannst, was du willst? Boah, also um ehrlich zu sein, in Deutschland schon. Ja? Es ist halt nicht überall so geil, wie wir es hier haben, ne? Leider. Bei mir war es ein bisschen was anderes. Ich bin woanders geboren, ich bin quasi hergekommen und musste mich der ganzen Umgebung neu annehmen. Wie war das für dich? Ja, schwieriger, weil du hast halt so gewisse Hindernisse, die du erstmal überbrücken musst, wie zum Beispiel die Sprache lernen und so weiter und so fort. Also es ist schon schwieriger, aber ich würde sagen, hier hast du schon alle Möglichkeiten, dich komplett zu entfalten. Es ist an anderen Orten der Welt auf jeden Fall definitiv schwieriger. Wie ist bei dir? Hast du das Gefühl, dass wir... Ich hatte so am Anfang nicht so einen Riesenhorizont, was das betrifft, um ehrlich zu sein. Weil ich komme aus Mönchengladbach, das ist jetzt auch jetzt nicht die kleinste Stadt, ist aber auch jetzt nicht so eine Stadt, die viele Möglichkeiten hat. Und ich fand Rap zum Beispiel schon immer interessant, aber wenn du dann sagst zum Beispiel, ja, lass mal was machen, dann hast du schon das erste Problem, okay, du musst erst mal eine Möglichkeit haben, um irgendwas aufzunehmen. Dann gab es halt auch zu der Zeit gar nicht so etwas wie YouTube oder irgendwas, dass du das hochladen kannst. Und es war schon ein bisschen schwerer. Und ich weiß, dass ich damals mir so in meinem Kopf gedacht habe, okay, ich mache dann so einen normalen, guten Job und dann mache ich so einmal im Jahr meinen Urlaub in der Türkei. Was hast du dir so vorgestellt? Was für ein Job? Weißt du das noch? Irgendwas, ich weiß nicht. Ich habe sogar, glaube ich, eher im Kopf gehabt, dass ich einen Laden habe oder so, einen eigenen, als dass ich irgendwo angestellt bin. Aber ich hatte auch nicht viel größere Ansprüche, ganz am Anfang. Also als Kind halt, so, weil ich es halt gar nicht gesehen habe. Zum Beispiel, wenn du dir jetzt... Früher dachte ich so, Millionäre, das ist ein Märchen, ja, ne? Ich kannte keine Millionäre oder kannte keinen, der Business Class fliegt oder kannte so eine Dinger nicht. Wenn du jetzt bei Instagram reingehst, jeder ist ja Millionär. Jeder fliegt ja Business und jeder hat auch eine Rolex. Und deshalb, ja, sky's the limit. Jetzt, aber wann war der Punkt, wo du für dich entschieden hast, nee, Laden ist es doch nicht, ich muss irgendwas anderes machen, ich muss Musik machen, ich muss Rap machen? Ungefähr so, wo ich so 19 war, 20 war, wo mein Freundeskreis war halt viel, der Ausländeranteil war sehr, sehr hoch und die waren alle sehr, sehr so klassische Türken. So mit 18, 19 heiraten, in der Fabrik, dann einmal im Jahr Urlaub machen. Türkisch Café. Genau, türkische Café, diese Filme. Und da habe ich aber auch schon schnell gemerkt, ich bin nicht so das wäre jetzt kein Weg für mich gewesen. Gab es noch andere Optionen oder war das am Ende so, fuck it, was soll ich tun? Ich versuch's jetzt mit dieser Rap-Nummer, was anderes bleibt mir nicht. Nee, Musik ist ein Privileg, dass du das machen kannst. Musik ist kein letzter Ausweg. Das kannst du mir hier in Deutschland nicht erzählen, dass du sagst, ich musste Rapper werden, weil ich nichts anderes werden konnte. Das ist eine ganz faule Ausrede, weil es gibt genug Sachen, die man machen kann, auf jeden Fall. Kommt drauf an, wo man hin will, ne? Was man erreichen möchte. Wenn du sagst, du möchtest Millionär werden, glaubst du, dass es mit Schule, Abitur, Arbeit auch hierhin, also auf so ein Level geführt hätte? Du kannst mit allen möglichen, ich kenne Leute, die Handyhüllen verkauft haben und was weiß ich.
mehrere Mehrfamilienhäuser sich gekauft haben. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ey, wenn du was aus dir machen möchtest, dann werd Rapper. Also wenn ich ein Kind Habt ihr das Gefühl aber auch, dass immer sagen, mehr junge Leute das versuchen? Dass da einfach, Mit Musik? Ja, dass sie einfach sehen, ach krass, guck mal, wie ihr schon gesagt habt, ne, Rolex, dicke Autos, fliegen First Class. Ja, dieser Ansatz ist jetzt auf jeden Fall da. Ne? Dass es Also nicht davor mehr war ist, es so, ich will die Musik Liebe, machen. Liebe zur Musik oder zur Kunst. Und jetzt hast du auch natürlich die Mainstream-Leute, die dann sagen, okay, ich mache das jetzt wegen Cash oder ich mache das jetzt wegen Reichweite, ich mache das jetzt, um bekannt zu werden oder weil ich nichts anderes Vernünftiges machen will. Das auf jeden Fall. Also wie habt ihr denn damals, als ihr noch nicht wusstet, wie es im Leben weitergeht, also es muss ja irgendwann Punkte gegeben haben, wo ihr auch mal gezweifelt habt oder nicht, wo ihr einfach in ungewisse Zeiten geblickt habt, wie seid ihr damit umgegangen? In der Anfangszeit? Ich denke, damit geht man lockerer um, weil, wie gesagt, dieser Ansatz war halt nicht da, dass man angefangen hat, das zu machen man hat es ausschließlich nur gemacht, weil man Bock darauf hatte und weil man das halt einfach geliebt und gemocht hat. Einfach aufnehmen, schreiben und wie klingt das dann, weißt du? Mhm. Und deswegen denke ich nicht, dass da jetzt so voll die mega Enttäuschungen da sind, wenn mal irgendetwas nicht funktioniert, weil sowieso bei niemandem nichts funktioniert hatte. Weißt du, was ich meine? Der Ansatz ist ein ganz anderer. Dann kannst du dich auch ein bisschen locker machen. Wenn du etwas fühlst und 100%ig dahinter stehen kannst, dann ist es dir auch egal, wie das ankommt oder was du davon haben könntest. Aber ist es nicht so, dass es auch Druck aufbaut? Also wenn ihr zum Beispiel euer letztes Album war unglaublich erfolgreich und wenn jetzt das zweite kommt, ist es nicht so, dass man dann auch ein bisschen Angst hat, so, dass es nicht ganz so krass abgeht, vielleicht wie das erste, oder dass die Leute sagen, oh, das erste war viel besser? Ja, jetzt auf dem heutigen Stand kannst du dir schon mehr Druck machen, aber ich glaube, also ich will jetzt nicht so Dings reden, aber ich glaube, wir haben das Spiel auch schon durchgespielt, so, weißt du, und es ist einfach jetzt, unsere Aufgabe ist eine andere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist einfach, dass wir musikalisch immer das Bestmögliche abliefern und das sollten wir uns als Ziel nehmen und nicht irgendeinen Druck, weil die Vorschüsse sind eh schon geflossen. Und dann, das Geld ist schon in der Tasche. Die Arbeitsweise ist eine andere. Siehst du auch so? Kein Druck? Ja, wir haben schon Druck, aber nicht so, dass wir uns den selber machen, sondern natürlich ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt den Luxus haben, dass wir einen Song raushauen können, der jetzt, was weiß ich, nur 10.000 Klicks hat oder irgendwas. Mhm. Den Druck hast du natürlich schon, dass du immer abliefern musst. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein Druck, der uns im Studio beschäftigt. Wir müssen jetzt die und die Art von Musik machen, sondern wir machen halt das, was wir machen und das läuft Gott sei Dank ganz gut. Und wenn es irgendwann schlechter läuft, dann läuft es halt schlechter. Aber was willst du machen? Man kann das nicht berechnen, so was man im Studio macht. Habt ihr denn, weil du hast eben gesagt, ihr habt das Spiel eigentlich schon durchgespielt, gibt es noch irgendwelche Ziele, die ihr konkret verfolgt in diesem Musikbusiness? Oder ist das jetzt wirklich nur noch kreativ ausleben, Spaß haben? Ich glaube, es ist mehr das. Kreativ, also einfach die bestmögliche Musik machen, einfach ein bisschen die Zeit genießen. Man hat lange dafür gearbeitet und sich selber ein bisschen feiern. Das ist auch so ein bisschen... Du wirst auch auf unserem aktuellen Album Maximum jetzt nicht die Lieder raushören, wo wir versuchen, die Welt zu erklären oder was weiß ich, sondern wir feiern uns einfach selber und versuchen einfach die Laune, die wir auch in dem Moment, wo der Song entstanden ist, zu transportieren. Aber die Leute sollen einfach eine gute Zeit haben, wenn sie unsere Musik hören. Und feiern, springen, kommt das auch mit dem ausrasten. Alter so ein bisschen, dass man einfach entspannter wird, dass man sich selber einfach nicht so unter Druck setzt, wie es vielleicht jüngere Künstler machen, die noch neu im Game sind? Ja, doch. Also es ist ja nicht so, dass es keinen Druck gibt. So, ein kleiner Druck ist so auf einem gewissen Level immer normal, aber das Endprodukt lässt sich nicht beeinflussen von diesem Druck. Weißt du, was ich meine? Also das heißt, wenn du jetzt irgendeinen gewissen Druck verspürst, oh, okay, jetzt muss ich aber das noch so machen, das muss ich jetzt... Nein, mach dich mal locker, mach mal den Beat an, lass mal einfach geile Mucke machen. Und das hat... Wenn wir euch mal einen Einblick geben lassen könnten von unserer letzten Albumphase so, ja, dann würdest du sagen, wir sind zu richtig Florida Rolf halt. So, würdest du sagen, was habe ich dir gefragt? Was für ein Druck? Wir sind wir sind schon so, dass wir auf jeden Fall unser Gemüt, das ist ganz oben. Also wir werden jetzt hier nicht so, weiß ich nicht, so in ein Studio gehen und die Leute durchpeitschen und heute muss das fertig sein und morgen muss das fertig sein. Und wir müssen jetzt das und das
schreiben. Das haben wir unser Leben lang gemacht. Wir sind jetzt nicht mehr in der Situation, dass wir uns da so kaputt machen müssen. Und du hörst es auch in der Musik. Leute sind auch so gefrustet, Leute sind auch so verkrampft. Und bei uns ist es viel mehr Feeling. Viel mehr Feeling und du hörst einfach raus, ob wir machen gute Laune Musik und das kannst du auch nur machen, wenn du gute Laune hast. Hilft es auch, dass ihr zwei euch quasi jetzt gefunden habt und zu zweit jetzt quasi durch das Game gehen könnt und eure Musik raushauen könnt? Also macht es das vielleicht auch ein bisschen angenehmer, dass man weiß, man hat jemanden im Rücken, der genauso tickt wie einer und der genauso kreativ ist wie man selbst? Ja, also safe. Wenn du jetzt, du kannst die geilste Zeit haben, so, die macht halb so wenig Spaß, wenn du sie alleine hast, wie wenn du ein Team neben dir hast, was einfach deine Zeit einfach noch geiler macht. Und ich finde, unabhängig davon, so, was für eine Mucke dabei rauskommt, ist es einfach für uns, dieses Projekt ist sehr, sehr wichtig und auch voll geil, weil wir uns von jeglichem Druck, so was vielleicht ein Soloalbum mit sich bringen kann, dass du dich davon komplett frei machst und das ist wirklich so noch mehr Spaßprojekt wie alles andere. So, hier kannst du dich richtig locker machen, hier kannst du dich gehen lassen, hier hast du einfach nur gute Laune. Aber ihr seid ja jetzt beide auch erwachsene Männer, beide auch ein gewisses Ego, habt beide bestimmt auch eine starke Meinung, wenn ihr gewisse Dinge wollt. Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch hitzig wird. Wir sind gar nicht so. Nee? Ey, man muss einfach so... Ich denke einfach, ich kenne seine Stärken, er kennt meine Stärken. Genau, und wenn wir auch mal so Sachen haben, wo wir vielleicht mal anderer Meinung sind, dann muss man mal gucken, wie wichtig das ist, dass man auf seine Meinung beharrt. Also, wenn es jetzt nicht wirklich wichtig ist, dann sage ich, natürlich, Bruder, mach mal so, wie du das möchtest, ist kein Problem. Und er sagt zu mir, ja klar, wir machen das so, wie du das möchtest. Und, aber es kommt meistens noch nicht mal zu so einer Situation, dass man sowas findet einfach gar nicht statt. Dass man sowas besprechen müsste. Wer zum Beispiel den ersten Part hat, den zweiten Part hat, das sind so keine Sachen, die wir zum Beispiel besprechen. Wer macht die Hook? Das ist nichts, was wir jetzt so planen. Okay, ich habe jetzt 4 Hooks auf dem Album, du hast 2 mehr, ich müsste jetzt noch einen machen oder so. Sowas gibt's bei uns nicht. Auch bei Single-Auskopplung und so weiter seid ihr euch immer einig, wo das Video gedreht wird? Oder ich glaub, mit der Zeit beim letzten Album war es so, dass ich mir zum Beispiel eine Single gewünscht habe und er dann gesagt hat, okay, wenn wir die machen, dann machen wir aber danach die. Und dann ist so ein Deal und dann macht genau, man einen und dann ist es so ein Deal okay. Und dann ist auch alles gut gelaufen. Das war eine Entscheidung, wo du vielleicht gesagt hast, nee, auf gar keinen Fall und er sich dann durchgesetzt hast und dann hinterher so, oh, hast auf jeden Fall recht gehabt, war gut, dass wir es so gemacht haben. Oder andersrum bei dir vielleicht? Ich denke, das ist etwas ganz Normales. Wir haben jetzt nicht so Situationen, wo wir irgendwas so richtig ausdiskutieren müssen. Aber manchmal machst du halt einen Kompromiss. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas hast, wo du dir wirklich nicht 100%ig einig bist, und das muss jetzt nichts Negatives sein, dann einigst du dich auf irgendeinen Kompromiss und gut ist. Ich glaube, im Laufe der Zeit ist es eine Stärke, dass du auch so ein bisschen wie so eine dritte Person bist. So, und gar nicht aus seiner und aus meiner Sicht, sondern einfach von außen das Ganze betrachtest und dann erschließt sich schon so einiges. Du brauchst gar nicht diskutieren, wer den ersten Part hat, weil man hört schon. Wenn man so ein bisschen mit Abstand, weißt du, man hört so, was ist besser geeignet dafür, was ist besser geeignet hierfür. Also wir haben diese Diskussion einfach nicht. Und es ist auch nicht so, ich glaube, das Projekt ist jetzt auch nicht so dafür da, dass ein Casey Rebel stärker werden muss oder ein Summer Jam stärker werden muss, sondern wir gucken wirklich auf das Ergebnis, glaube ich. Also wenn ein Song richtig geil ist und man vielleicht auch auf dem Song nicht so gut, so für sich selber, wo man sagt, boah, ich hätte mehr glänzen können, aber man spielt seine Rolle gut in dem Song, dann ist das auch gut so. Hauptsache, der Song ist geil. Jetzt nochmal zurück zu dem Film gehen, wo es ja ein bisschen darum geht, dass die Welt einfach ungerecht ist, dass nicht alle die gleichen Chancen haben. Ihr zwei, das magst du nicht, das Thema, ne? Nee, das ist so geil, wie deep das jetzt gerade wird. Gab es diese Zurückbesinnungsphase mal bei euch, die man vielleicht mal durchmacht? Du hast Identitätsfindungsphasen als Jugendlicher, 100%. Genau, das ist halt so ein Jugendlichen-Ding. Ja. So, manchmal, ich gucke auf Instagram unter Kommentare und dann fragt mich irgend so eine alte oder irgend so ein kleines Mädchen fragt mich dann, magst du Christen? Oder, weißt du, was ich meine? Diese jugendlichen Fragen. Würdest du so eine Frage stellen, würdest du niemals machen. Ja. Das ist so ein jugendlichen Ding. Aber antwortest du dann oder sagst du dann, ignorierst du das? Wie findest du Albaner? Wie findest du, weißt du, was ich meine? Wie soll ich die finden, Mann? So, was fragst du mich da? So, das ist doch, und wenn ich jetzt zum Beispiel auch 16 Jahre alt bin, dann sehe ich die Frage vielleicht anders wie,
wenn ich die Frage jetzt lese und mir denke, ist noch noch eine andere Sichtweise, muss vielleicht noch ein paar Jahre lernen. So, weißt du? Also glaubst du, das ist eine Phase, die bei jedem wieder vorbeigeht? Ja, oder wie war es denn bei euch? Du meintest ja, jeder hat mal diese Krisen, die Identitätskrisen. Wie bist du da wieder rausgekommen? Ja, du bist halt so, du guckst einmal in deinem Umfeld. Weißt du was, ich bin Deutscher. Wir sind die Leute drauf. Was ist der Unterschied zwischen mir und dem und dies und das? Und ich habe für mich zum Beispiel herausgefunden, ich bin einfach deutscher Kanake, so, weißt du, so. Und wir sind noch mal ein bisschen anders als die in der Türkei. Also ich tue mich sehr schwer, zum Beispiel in der Türkei die gleichen Gesprächsstoffe zu haben mit Leuten, die im gleichen Alter sind. Vielleicht jetzt besser, aber als ich zum Beispiel 18, 19 war und in der Türkei mit Jugendlichen gesprochen habe, die haben halt nur über Universität gelabert. Und das war bei uns null Thema. Das war so, da ging's gar nicht. Das ist so ein bisschen dieses zwischen den Stühlen so in Deutschland nicht so richtig heimisch und wenn ich dann in die Türkei fliege auch nicht so richtig. Also war es dieses ein bisschen Lost fühlen auch? Ja, ja, schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, also ich habe keine Heimat oder was. Ich bin hier geboren, Mann. Dann kommen wir zum nächsten Film. Okay, folks, enough with the gay jokes, especially from a gay broke bitch yourself. Hey, Lo. Who is this? This guy's doo-doo. You worked here longer than me, and I get paid more than you do. Serious, man. Dog, take a seat. What's this guy standing in line for? He ain't got money to eat. Check this out. Yo, this guy cashed his whole check and bought one ho-ho. Fucking homo, little maggot. You can't hack it. Paul's gay. You're a faggot. At least he admits it. Don't even risk it. This guy's starving to death. Someone get him a biscuit. I don't know what they told you, Mike. You must have them cornrows rolled too tight. His job, you want to quit, but you can't. You worked at this plant so long. You're a plant. Look at your goddamn boots. For Christ's sakes, they're starting to grow roots. On this mic, you get faded. You look like a pissed-off rapper who never made it. And why you fucking with the gay guy, G? When really you're the one who's got the HIV? Man, I'm done with this clown. He's soft. Fuck it. I'll let homegirl finish you off. Casey, du hast eben mitgerappt. Kennst du das ganze Ding noch auswendig? Ja. Oder nur echt, das Ganze? Also nicht komplett jetzt Nein, Zeile für Zeile. Ich kenne den Film in- und auswendig. Was hat er für dich bedeutet damals oder heute immer noch? Ja, ich war halt krasser Eminem-Fan damals. Das war so genau bei mir die Phase, so, wo ich so richtig angefangen habe zu brennen für diese Sache. Und dann kam dieser Film und das war dann so wie das i-Tüpfelchen. So die Battles und so, das ist ja schon krank. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal in der Position warst, dass du deine Skills on point an Ort und Stelle zeigen musstest? Boah. Damals öfter auf jeden Fall, ne? Ja, da war öfter so die Situation, dass man sich so Bars vorgerappt hat. Untereinander dann? Im Studio oder unter Freunden? Ja, ich war zum Beispiel noch ganz neu, da weiß ich, da hat Savas ganz oft den Echo immer angerufen gehabt und hat gesagt, ey, ist das Hammer, da hat der neue Parts, neue Bars. Wie war das für dich damals, als junger Typ mit Savas direkt zusammenzuarbeiten? War cool, auf jeden Fall. Er war damals der Krasseste. Ne? War damals der Krasseste. Da war Echo auch damals noch Rookie. Und dann quasi habe ich ja auch diese ganzen krassen Zeiten noch von Echo quasi von Anfang an miterlebt. Die waren auf jeden Fall schon eine ganze Ecke weiter. Aber kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, wie das war, das erste Mal vor dieser Legende zu stehen und da rappen zu müssen, der will dich hören und will wissen, ob du es kannst oder nicht? Ich war, glaube ich, ein bisschen zu cool dafür, dass ich das so gesehen habe, für mich selber. Weil Gar nicht gecheckt in dem Moment. Ja, ich bin schon so ein relaxter Typ, glaube ich. Ich glaube, ich bin eh nicht so starstruck oder so. Dass, wenn ich jemanden sehe und dann... Aber klar, war sehr krass. Ich weiß noch, wo er zu mir gesagt hat, komm, lass uns ins Studio gehen. Lass uns was zusammen machen. Das war einfach... zu der Zeit hätte ich das gar nicht gedacht, dass er schon mit mir Mucke machen möchte, weil ich damals auch noch keine Bars oder so zählen konnte. Und bei mir war überhaupt noch so, das Fundament war noch gar nicht da so. Wie hast du denn gearbeitet am Anfang? Einfach
Ich habe nach einfach Instinkt, geschrieben, so wie du dich gefühlt hast. ich habe geschrieben Ja. und dann habe ich zum Beispiel Echo vorgerappt, habe ich gesagt, wie viele Rhymes muss ich jetzt noch schreiben, damit das fertig ist. Und dann hat er mir gesagt, ja, jetzt noch 2 Rhymes, dann bist du fertig oder jetzt noch 4 Bars. Und dann irgendwann, keine Ahnung, nach dem 10. Song oder so konnte ich erst Bars zählen. Weißt du noch, wie es bei dir war, als du das erste Mal dich beweisen musstest? Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn mich vor ein paar Jahren noch jemand gefragt hat, ey, willst du mal meine Sachen hören, so, dann haben die drauf losgerappt. Und jetzt mittlerweile gibt es sogar Leute, so, die schon einen eigenen Spotify-Account haben und dir auf Spotify ihren Song zeigen. Oder auf Insta ihre letzte Hörprobe oder keine Ahnung was. Es war auf jeden Fall was anderes. Damals zum Beispiel gab es vielleicht so 20, 30 Künstler insgesamt, die releasen konnten und die am Start waren und die man kannte. Und heute releasen 40 Rapper an einem Freitag. So. Weißt du, was ich meine? Unterschiedliche. Mit Jetzt haben wir nachgezählt, 53 Songs, glaube ich, waren. Diese Woche jetzt, oder was? Nee, vor 3 Wochen, glaube ich, waren es 52 oder 53 Deutschrap-Songs. Nee. Krass. Wo aber auf manchen Songs auch zum Beispiel so 3 Leute sind. Also es sind ja dann nicht 52 Künstler, sondern viel, viel mehr. Ist auf jeden Fall alles viel größer geworden. Und Vermisst du dieses Cypher-Ding so ein bisschen? Dieses kulturelle Ding? ich bin auf jeden Fall dankbar und froh darüber, dass ich das komplett alles so mitgenommen habe, wahrgenommen habe. Aber auch dieses ganze New School-Ding so quasi auch so mit ihm mitrocken kann, so, weißt du? Wir passen uns halt auch so ein bisschen immer so Dings der Zeit, der Umgebung, den Trends an, ohne uns selber irgendwie aufzugeben. Wir kaufen alles. Wir wollen in die Politik. Es ist unser Leben so. Ich kann nicht 10 Tage gar nichts mit Musik zu tun haben. Es ist ja auch nicht so, dass wir nur Mucke gemeinsam machen. Sollen wir in Birkenstocks rappen? Ansonsten, ich weiß nicht, keine Ahnung. Sehr deep alles gerade.